Send me lights and angels, help me through the changes, and I'll be waiting on Christmas night. Guten Morgen und einen wundervollen Tag für dich. Ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten und einen wundervollen Tag. Es ist so schön, dass du heute wieder hier bist. Und heute, es ist soweit, mit einem super fröhlichen und einem leicht traurigen Auge öffnen wir heute zusammen das letzte 24. Türchen unseres gemeinsamen Achtsamkeits-Adventskalenders. Und es ist so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herrlich. Und wir gehen da gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein, doch ich möchte dir jetzt hier schon mal von Herzen Danke sagen für diese wundervolle, achtsame Adventsreise mit dir zusammen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, der Austausch mit euch, die ganzen Impulse hier zu teilen, das Feedback, richtig schön. Und ich möchte heute mit dir in das Thema Liebe reingehen. Schenkt euch Liebe. Und ich möchte das heute gerne vielleicht auch ein bisschen abwandeln in Schenk dir Liebe. Schenke dir heute selbst Liebe. Selbstliebe. Denn die Beziehung zu dir selbst ist die wichtigste Beziehung, die du führen kannst. Wie du mit dir selbst umgehst, wie du die Beziehung mit dir selbst gestaltest, auf dieser Beziehung bauen alle anderen Beziehungen auf, die du führst oder die du führen wirst. Egal, ob das liebevolle Beziehungen sind oder freundschaftliche Beziehungen sind, ob das familiäre Beziehungen sind. Alle Beziehungen, die du führst, die bauen auf der Beziehung zu dir selbst auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dorthin schauen, dass wir uns auch selbst Liebe schenken. Und nicht nur den Menschen um uns herum, sondern auch dir. Denn wenn du dir selbst keine Liebe schenkst, wo willst du die Liebe denn dann hernehmen? Du fängst bei dir an und schenkst dir die Liebe und dann gibst du das nach außen, dann strahlst du das nach außen aus. Erst innen, dann außen. Das haben wir die ganzen Tage, die ganze Reise über immer wieder geübt und mit Beispielen gefüttert, mit unterschiedlichen Themen gefüttert und heute gebe ich dir das nochmal gebündelt mit. Erst innen, dann außen. Du kannst anderen nichts schenken, was du selbst nicht hast. Und vielleicht hast du die Erfahrung selber schon mal gemacht, dass du Beziehungen, egal ob liebevolle oder freundschaftliche Beziehungen geführt hast oder familiäre, dass du schlechte Erfahrungen in einer Beziehung gemacht hast. Dass du immer irgendwie gewisse Themen hast, die vielleicht auch wiederholt aufgekommen sind, die die Beziehung zum Scheitern gebracht haben. Sei es Vertrauen, sei es Aufmerksamkeit, gemeinsame Zeit, die ihr nicht genug zusammen verbracht habt, Energie, Sympathie, Liebe. Das sind alles Hinweisschilder darauf, was in dir vielleicht noch nicht genug Beachtung findet, was in deinem Fundament noch nicht stark genug ist. Da kommt wieder der Architekt in mir durch, wenn ich den Hausbezug mit reinbringe, dass vielleicht dein Fundament, auf dem du dein Liebeshaus metaphorisch gebaut hast, nicht stark genug war. Dass dein Fundament, die Liebe zu dir selbst, dein Haus, also deine Beziehung mit der anderen Person, nicht wirklich tragen konnte. Das heißt, das bricht zusammen, dein Haus. Also deine Beziehung scheitert, weil dein Fundament nicht stark genug ist. Und ich glaube, dieser bildliche Vergleich, der spiegelt das sehr gut wider. Weil du baust dein Fundament stark genug auf, damit das Haus, was darauf errichtet wird, auch wirklich stehen bleibt und vielleicht auch mal einem Unwetter trotzt. Das heißt, deine Beziehung, die kann auch mal einen leichten Streit abhaben. Die kann vielleicht auch mal eine gewisse schwierige Zeit durchmachen, weil dein Fundament stark genug ist. Weil dein Haus stark gebaut ist, auf einem guten Fundament, auf der Liebe zu dir selbst. Du kannst niemand anderen lieben, wenn du dich selbst nicht liebst. Und das hört sich in der Theorie alles so schön an. Doch
was machen wir denn jetzt in der Praxis, um diese Beziehung zu dir vielleicht ein bisschen zu stärken, wieder aufleben zu lassen, dich daran zu erinnern, dass diese Liebe in dir ist? Wie können wir das gezielt in unseren Alltag einbauen? Denn darum soll es heute gehen. Und das sind genau die Dinge, die du dir auch heute nochmal gerne in deinem Journal notieren kannst. Dass du regelmäßig die Beziehung zu dir stärkst. Und wie machst du das? Du gehst eine Kommunikation mit dir. Du hörst mal zu, was dir dein Körper, dein Geist oder deine Seele sagen wollen. Du öffnest dich für diese innere Welt. Ob das durch Meditation ist, durch eine Yoga-Übung ist, durch einen Workout ist, durch einen Waldspaziergang, durch Aktivitäten, die dir gut tun. Ein Buch lesen auf dem Sofa. Und dass du dann zwischendurch innehältst und mal die Augen schließt und mal in deine innere Welt bei dir selbst eincheckst, mal reinspürst. Wie fühle ich mich gerade? Was sind gerade für Verspannungen und Schmerzen da? Wie fühle ich mich gerade an? Und sei da ganz ehrlich zu dir. Meistens ist dieser erste intuitive Impuls, der uns kommt, genau diese Herzstimme, die uns sagen möchte, da lohnt es sich näher hinzuschauen. Und der zweite Gedanke, der kommt wieder hier oben aus der Kopfstimme. Das ist immer wieder dieses Spiel zwischen innerer Kritikerin, innerer Kritiker und der Lobstimme, der Herzstimme, die dir den richtigen Weg zeigen möchte für dich. Und da ist es deine Aufgabe, wieder auf deine Herzstimme zu hören. Ganz bewusst in diese Kommunikation mit deiner Herzstimme zu gehen. Was kannst du noch tun? Tue öfter Dinge, die dich strahlen lassen, die dich einfach glücklich machen. Und du weißt ganz genau, wovon ich gerade spreche. Dinge, die du dir vielleicht schon seit längerem nicht mehr wirklich erlaubt hast, die du vielleicht auch in den letzten Tagen und Wochen öfter getan hast, woran du dich öfter mal erinnert hast, dass diese Dinge ja noch da sind. Dass sie diese Dinge ganz bewusst gut tun. Genau diese Dinge, die du in den letzten Tagen und Wochen auch öfter mal zugelassen hast, wie dein inneres Kind spielen zu lassen, dir bewusst Zeit für dich zu nehmen, mal ein schönes Buch zu lesen, deinen Lieblingsfilm zu gucken, dir mal Zeit nur für dich zu nehmen, um es dir gemütlich zu machen, eine Meditation, richtig schön in die innere Welt einzutauchen oder dich draußen an der frischen Luft zu bewegen. Tu solche Dinge, die dich glücklich machen und die dich strahlen lassen, die dich lächeln lassen. Genau das trägt extrem zu deinem Selbstwert bei und schult dich in deiner Selbstliebe. Wertet die Beziehung zu dir selbst auf. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du jeden Tag, mach da gerne eine kleine Übung wieder für dich draus. Setz das gerne auch fort, wie du das vielleicht jetzt schon zu deiner neuen Routine gemacht hast. Dass du jeden Tag mit einem Lächeln im Gesicht startest. Jeden Tag gehst du zu deinem Spiegel, nach vorne, guckst dich im Spiegel an und schenkst dir mal ein richtig schönes, breites Grinsen. Lächelst dich an, beginnst so den Tag und beendest deinen Tag in Dankbarkeit. Und dann beobachte mal, wie sich das auf deine Beziehung zu dir selbst auswirkt. Wenn du den Tag mit Freude beginnst, wenn du den Tag mit einem Lächeln beginnst, in deinen Augen und in deinem Mund, lächel dich an, schenk dir ein Kompliment, schenk dir ein Lob, anstatt dich dafür fertig zu machen, wie du heute schon wieder aussiehst. Schenk dir ein Lob. Geil siehst du aus. Schön, dass du jetzt hier bist. Schön, dass wir zusammen in den Tag starten können. Und dann lächel dich an. Such dir ein paar kraftvolle Affirmationen raus, mit denen du in den Tag starten kannst. Und beende den Tag in Dankbarkeit. Starte den Tag auch gerne mit Dankbarkeit. Such dir Dinge raus, die du wertschätzt, auf die du dich an diesem Tag besonders freust. Und dann geh da rein und spür, wie das deine Energie nach oben hebt. Wie das deine Beziehung stärkt. Wie das dein Fundament stärkt. Und wenn du diese Energie durch deinen Tag durchziehst, dann wird sich etwas verändern. In dir. Und das macht so viel mehr mit dir, als du jetzt gerade noch ahnen kannst. Vielleicht hast du das in den letzten Tagen und Wochen auch schon schön gespürt, in Ansätzen. Und einen Bonustipp habe ich auch noch für dich, was du tun kannst, um die Beziehung zu dir selbst zu stärken. Und zwar, öffne dich für Wunder. Öffne dich für die kleinsten Wunder
um dich herum. Wir bringen wieder das Zitat rein, was wir vor ein paar Tagen hatten. Du kannst entweder durchs Leben gehen und nicht an Wunder glauben, oder du gehst durchs Leben, als wäre alles ein Wunder. Und siehst diese Wunder auch überall, um dich herum. Die kleinsten Dinge können die größte Wirkung auf dich haben. Und wenn du dich für Wunder öffnest, dann ziehst du Wunder an. Das ist genau wie mit dem Thema Manifestieren, was wir vor ein paar Tagen hatten. Du öffnest dich für diese Energien. Energieinvestition, du erinnerst dich, du machst deine Kanäle auf. Du öffnest dich für die Wunder, für die Energie, die diese Wunder in dir freisetzen. Und dann ziehst du das Tau, erinner dich, du ziehst diese Wunder magisch zu dir. Wenn du offen dafür bist, wenn du Wunder wahrnehmen kannst und Wunder siehst. Wenn du dich davor verschließt, dann siehst du es nicht. Einfaches Spiel. Vielleicht kennst du das noch von deiner inneren Kindübung. Haben wir früher als Kinder irgendwie alle mal gespielt oder mitbekommen? Ich sehe es nicht, ich sehe es. Wo ist der Tiger? Da ist der Tiger. Wo ist der Niklas? Da ist der Niklas. Sitze ich hier im Keller und spiele. Ja, weißt du selber. Schenk dir solche Momente. Geh da drin auch einfach mal auf. Und das ist ein Beispiel, was es perfekt verdeutlicht. Du siehst keine Wunder, wenn du die Hand vor Augen davor verschließt. Du siehst Wunder, wenn du dich dafür öffnest. Und genauso ist das mit allen anderen Dingen auch. Du siehst es erst, wenn du es auch wirklich wahrnehmen kannst, wenn du dich selbst dafür öffnest. Wenn du die ganze Zeit so durch die Gegend läufst, hast du gar keine Möglichkeit, das zu sehen. Öffne dich dafür. Mach Platz dafür. Lass die Energien fließen. Das ist die Magie dahinter. Und diese Punkte, die stärken die Beziehung zu dir selbst extrem. Die machen diese Beziehung zu dir selbst so wundervoll und so wertvoll und füllen diese Beziehung mit Energie, mit Liebe, mit Wertschätzung, mit Anerkennung, mit Dankbarkeit auf, sodass du dich selbst auf einer ganz anderen Art und Weise kennenlernen kannst und auch lieben kannst, dir selbst vertrauen kannst, dir selbst dieses Lob und diese Wertschätzung schenken kannst. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und genau das baut dir dein Fundament für das Beziehungshaus mit anderen Menschen. Und das kannst du dir selbst schenken. Am besten heute. Am besten genau jetzt. Genau in diesem Moment kannst du dir all das schenken, weil es bereits da ist, weil es bereits in dir ist und nur darauf wartet, von dir endlich entdeckt zu werden, gesehen zu werden und gelebt zu werden. Und das ist dein Geschenk, was du dir heute selbst machen kannst zu Weihnachten. Das ist dein Geschenk. Und bevor du jetzt hier das Video weiterguckst, möchte ich dich bitten, dass du einmal kurz auf Pause drückst und dir genau diese Dinge einmal in deinem Journal notierst. Lass uns diese letzte Seite heute nochmal schön ausfüllen. Lass uns hier nochmal zusammen aufschreiben, was genau die Dinge sind, die du für die Beziehung zu dir selbst tun kannst, um diese Beziehung zu stärken. Geh die letzten Minuten gerne nochmal für dich durch. Schreib dir deine Gedanken dazu auf und dann machen wir hier zusammen weiter. Das ist der heutige Impuls zum Thema Selbstliebe, die Beziehung zu dir selbst zu stärken und dich davon erfüllen zu lassen. Und ich möchte dich gerne dazu einladen, dass du diese Reise hier jetzt nicht einfach abschließt und sagst, okay, das war schön, das war cool mal alles zu hören, so, ich habe das vielleicht auch im Journal mitgeschrieben und jetzt beende ich das Jahr, jetzt geht's weiter ins nächste Jahr, Ende. Ich möchte dich dazu einladen, dass du diese Reise für dich fortführst, dass du diese Reise der persönlichen Weiterentwicklung, der seelischen Entfaltung weiterführst und dich weiterhin davon erfüllen lässt. Vielleicht auch dein Journal weiter ergänzt. Vielleicht ist das Buch voll, vielleicht ist es auch erst zur Hälfte gefüllt oder noch nicht mal zur Hälfte. Führ dein Journal gerne fort und geh auch gerne noch mal ganz gezielt in die einzelnen Themen rein, die vielleicht noch mehr Beachtung in dir wollen, die vielleicht noch mehr in dir arbeiten möchten. Schau dir die einzelnen Videos dazu noch mal an, geh in die Themen rein und ergänz deine Notizen dazu.
melde dich auch sehr, sehr gerne, wenn du noch Fragen dazu hast. Wenn du noch weitere Gedanken teilen möchtest. Mach das herzlich gerne. Du bist jederzeit willkommen. Und ich möchte dich auch hier nochmal ganz gezielt dazu einladen, deine Gedanken oder deine Erlebnisse mit mir zu teilen. Per Nachricht, hier in den Kommentaren, in der Gruppe, per Story, per Post, was auch immer. Teil das gerne mit mir. Und bleib dabei. Das ist eine Reise, das ist ein Prozess und das darf gerne weiter in dir arbeiten. Und wenn du dabei Unterstützung möchtest, dann möchte ich dir hier gerne noch ein zusätzliches Geschenk machen. Und um dir die Reise ein bisschen zu erleichtern oder ein bisschen zu verschönern, möchte ich dir auch heute gerne noch ein zusätzliches Geschenk machen, was es so bisher noch nicht gegeben hat. Denn ich möchte einem oder einer von euch gerne das persönliche Straff Inside Uni Journal schenken zu Weihnachten. Und das Journal und das Workbook, das sind ja Bücher, die eigentlich nur den Studentinnen und Studenten der Straff Inside Uni vorbehalten sind, weil wir damit zusammenarbeiten. Und dadurch, dass wir beide jetzt hier so eine sehr intensive Reise auch schon durchgemacht haben, uns die letzten 24 Tage hier jeden Morgen getroffen haben, schon in viele Bereiche eingetaucht sind und auch eine gewisse Entwicklung vielleicht zusammen durchgemacht haben, möchte ich dir ermöglichen, dass du mit dem Straff Inside Uni Journal ein bisschen tiefer noch eintauchen kannst. In dem Journal erwarten dich viele schöne zusätzliche Impulse, vorgefertigte Seiten zum Thema Dankbarkeit, wie du dich gerade fühlst, was deine Gedanken sind, was Aufgaben sind, was dich gerade beschäftigt, wofür du dir bewusst Zeit nehmen möchtest und eine Blankoseite mit einem zusätzlichen Raum für deine Gedanken, für Ideen und Wünsche, die du hast. Und ab und zu auch ein kleiner Impuls, der hier in dem Journal auf dich wartet. Das sind insgesamt 300 Seiten, die du mit deinen Gedanken füllen kannst. Das heißt, zusätzlich zu deinem Journal, was du dir jetzt schon angeschafft hast, was du vielleicht in den letzten Tagen und Wochen auch fleißig für dich gefüllt hast, möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du deine Reise mit dem Straff Inside Uni Journal fortsetzen kannst. Und wie kannst du dieses Journal gewinnen? Du beantwortest mir einfach die Frage, was dir diese Adventsreise hier geschenkt hat. Was hast du aus dem Achtsamkeits-Adventskalender mitgenommen? Was ist dein größtes Learning? Vielleicht auch, was du dir hier in deinem Journal notiert hast. Was hast du aus dieser gemeinsamen Zeit hier mitgenommen und was ist dein größtes Learning des Achtsamkeits-Adventskalenders? Schreib mir das gerne, entweder hier in die Kommentare oder als Nachricht bei Instagram oder per Mail oder was auch immer du da bevorzugst. Und ich würde euch wirklich liebend gerne allen so ein persönliches Journal zuschicken. Vielleicht habe ich ja irgendwann die Möglichkeit dazu. Stand jetzt möchte ich gerne einer Person diese Chance hier ermöglichen. Und ich habe mir aber noch ein bisschen was anderes überlegt. Denn heute ist ja Weihnachten. Heute verteilt Santa die Geschenke. Und zwar möchte ich auch 3 Coaching-Sessions mit mir zusammen verlosen. Da möchte ich 3 Gewinnerinnen und Gewinnern von euch hier nochmal die Möglichkeit geben, die Erkenntnisse, die ihr vielleicht auch in den letzten Wochen gemacht habt, zu teilen, zu intensivieren, zu besprechen und ein bisschen näher darauf einzugehen. Das heißt, gleiche Teilnahmebedingungen, hier den Kanal abonnieren, bei Instagram abonnieren und mir die Frage beantworten, was dir diese Reise hier geschenkt hat. Was hast du aus dem Achtsamkeits-Adventskalender mitgenommen? Welches Thema hat dich am meisten begeistert, fasziniert und welche Themen arbeiten vielleicht noch in dir? Welche Themen wollen noch mehr Beachtung haben? Schreib mir das gerne als Nachricht, hier in die Kommentare oder per Mail. Dann suche ich mir 3 von euch raus und wir gehen zusammen in einer Coaching-Session, halbe Stunde, Stunde, ganz entspannt da rein und schauen mal, wie wir vielleicht noch so ein paar zusätzliche Impulse setzen können. Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, wirklich extrem auf eure Nachrichten, auf eure Gedanken, die ihr teilt, was euch die Adventsreise hier geschenkt hat, was euch die Impulse im Achtsamkeits-Adventskalender in der Vorweihnachtszeit geschenkt haben, ob ihr wirklich mit mehr Achtsamkeit durch diese Zeit gehen konntet,
ob ihr die Ruhe hier durch diese Kulisse mitbekommen habt. Darauf freue ich mich extrem und ich bedanke mich von Herzen bei dir für diese wundervolle Reise, für diese wundervolle Zeit hier im Achtsamkeits-Adventskalender, dass du mit dabei gewesen bist, dass du diese Zeit hier so besonders gemacht hast, für dich und für mich. Danke für deinen Austausch. Danke, dass du hier jeden Morgen dir die Zeit genommen hast, um dir diesen Impuls anzuschauen. Dass du dir die Zeit für dich genommen hast. Dass du die Videos, die Impulse hier mit anderen geteilt hast. Dass du dadurch deine Energie und die Energie der Menschen um dich herum aufgewertet hast. Das ist so, so schön und so wertvoll und so herrlich. Das ist wirklich richtig schön. Und die Auswirkung dieser Reise, die wirst du in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr spüren. Und das ist total schön. Und du darfst jederzeit hier zu diesen Impulsen zurückkehren, weiter mit diesen Themen arbeiten, mir weiter deine Gedanken teilen. Ich freue mich so sehr, dass wir hier verbunden sind über verschiedenste Kanäle und freue mich extrem auf den weiteren Austausch mit dir. Ich wünsche dir von Herzen frohe Weihnachten. Und ganz egal, ob du Weihnachten feierst oder ob du Weihnachten nicht feierst. Ich wünsche dir für diese Zeit, für diese nächsten Tage viel Ruhe, viel innere Kraft, dass du dich vielleicht mal ein bisschen zurückziehst und dir Zeit für dich nimmst und für die Menschen um dich herum. Dass du dir selbst Liebe schenkst und dann auch diese Energie auf die Menschen um dich herum überträgst. Ruhe schenkst, wo sie benötigt wird. Energie schenkst, wo sie benötigt wird. Und Liebe schenkst, wo sie benötigt wird. Ganz egal, ob gerade Weihnachten ist oder ob irgendein anderer Tag ist. Das kannst du jeden Tag für dich und für andere tun. Und heute ist doch ein schöner Tag, um bei dir selbst genau damit anzufangen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, genieße es und schenke dir selbst Liebe. Frohe Weihnachten, viel Energie und viel Liebe von mir für dich. Dein Niklas. Danke. Ich freue mich auf das nächste Jahr mit dir. Danke, dass du